bin damals als kleines Kind immer unter dem großen Esstisch gekrochen und habe mich damals schon vor Schmerzen gekrümmt, weil ich sehr, sehr viele Bauchattacken hatte. Ich bin Blinddarm operiert, ich bin mit Darmverschluss im Krankenhaus gewesen, ich war mit Verdacht auf Magenkrebs im Krankenhaus. Es gibt in Wien wahrscheinlich kein Krankenhaus, bei dem ich nicht war. Es waren ja einmal die Hände geschwollen, die Füße geschwollen. Also eigentlich jede Körperstelle an meinem Körper war eben schon geschwollen. Gefürchtet ist natürlich, wenn die Schwellung im Mundbereich, drinnen Zunge und Larynx, das heißt beim Schluckbereich ist, weil da besteht dann die Gefahr einer akuten Erstickung. Wenn die Schwellung so schlimm ist, dass man fast erstickt, dann kann eigentlich nur mehr ein Arzt einen Luftröhrenschnitt machen. Das ist das Letzte, beziehungsweise ich wurde damals intubiert. Die psychische Situation ist sowieso vor einer Attacke. Man merkt es ja, dass eine Attacke kommt. Man ist vorher schon nervös, man merkt das Kribbeln. Ich sage immer, das Kribbeln geht bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehenspitzen. Man ist unruhig und man weiß schon, irgendetwas stimmt nicht mit meinem Körper. Und dann kommen die Schwellungen. Man muss warten, bis die Schwellung von selber zurückgeht. Das dauert aber Minimum 24 Stunden. 24 bis 48 Stunden sogar. Aber niemand wusste, was ich hatte. Wie ich die Diagnose gekriegt habe, war ich eigentlich sehr glücklich. Also bei mir hat es 17 Jahre gedauert bis zur Diagnose. Da habe ich erstens einmal gewusst, dass ich eine Krankheit habe. Und das Schwierigste ist, dass ja das Umfeld gar nicht glaubt, dass man krank ist. Man wird immer so abgestempelt, die hat ja gar nichts, was soll denn die schon wieder haben? Die haben einen Mangel an diesem C1-Esterase-Inhibitor-Protein. Das ist ein körpereigenes Protein, das Entzündungsreaktionen stoppt. Wenn man nicht weiß, dass man dieses hereditäre Angioödem hat, werden im Normalfall wird Cortison gegeben oder Antihistaminika. Sie helfen so gut wie nichts. Dann haben wir seit neuestem auch ein Biological, monoklonales Antikörper, die wir zur Prophylaxe, das heißt Verhinderung der Attacken, einsetzen, wo die Patienten annähernd ein normales Leben führen können, ja, und ihre Erkrankung vergessen. Wenn man wegfährt, man nimmt nur das Notfallmedikament mit, weil man hat ja die Prophylaxe. Und das ist natürlich eine Lebensqualität, die kann man mit früher überhaupt nicht vergleichen. Wenn ich weiß, dass die Attacke kommt, spritze ich mir sofort den C1-Esterase, der mir fehlt. Ich habe früher sehr viele Attacken gehabt, ganzes Jahr hindurch, und bin jetzt auf Prophylaxe. Und das ist für mich eine, ich möchte nicht sagen eine gute, sondern eine sehr, sehr gute Lebensqualität.